Servus zusammen bei Gipfelschluck, heute mit einer einzigartigen Trekkingtour vom einzigartigen Himalaya. Umrundung eines 8000er namens Manaslu. Super Sache, los geht's. Hier die Übersichtskarte von Nepal mit seinen 8000ern. Nordwestlich von Kathmandu haben wir hier gelb eingerahmt den Manaslu, achthöchster Berg der Erde. Die Trekkingroute schauen wir uns nun in der 3D-Animation zunächst mal an. Wir haben hier mit den gelben Markern die Ziele der einzelnen Tagesetappen. Los geht's in Sotikula auf gut 700 Metern. Nach 2 Tagen erreichen wir Jagat, wo der Manaslu Nationalpark beginnt. Ab dort geht es auch nur mit zertifiziertem Wanderführer weiter. Zwischen Jagat und Deng biegt rechts das Tsum Valley ab, auch ein beliebtes Ziel für Trekkingtouren. Wir folgen aber der Route weiter Richtung Namrung. Danach haben wir in Samagaon einen Ruhetag eingelegt mit Tagestour zum Phungen Gompa, ein absolut fantastischer Ort mit herausragendem Blick direkt auf den Gipfel des Manaslu. Nach diesem absoluten Highlight der Tour geht es weiter Richtung nächstem Highlight, dem höchsten Punkt, dem Lakhiela Pass, den wir am 9. Tag des Trekkings erreichen, 5106 Meter. Im Höhenprofil sieht man, dass es nun nur noch bergab geht. Wir haben uns für den Hinweg deutlich mehr Zeit gelassen, was der Akklimatisierung natürlich dienlich war. Den Endpunkt in Jagat auf 1200 Meter erreichen wir schließlich am 11. Tag der Tour. Für unsere Statistikfreunde hier die Tabelle mit Gehzeiten und Höhenmeter. Einige Tage mit über 7 Gehstunden sprechen dafür, dass man natürlich etwas Kondition für diese Route mitbringen sollte. Los geht nun die Bilderstrecke zur Veranschaulichung unserer Tour. Wir starten in Sotikula auf gut 700 Meter, sodass wir noch im subtropischen Klima uns befinden. Man sieht, hier ist noch alles wunderbar grün. Temperaturen sind dementsprechend auch noch sehr angenehm und sommerlich. Wichtiger Punkt beim Trekking in Nepal, wenn wir so eine Muli-Herde hier vor uns haben, immer beachten, bergseitig zu laufen, denn gerade so ein Impuls von so einem Muli hat man als Otto-Normalwanderer gewichtsmäßig in der Regel nichts entgegenzusetzen. Auf diesen Höhen haben wir hier auch noch wunderschön die Terrassen vom Reisanbau zu sehen, bevor wir dann auch schon am ersten Tag in unserer Unterkunft ankommen. Auf geht's zum zweiten Tag der Tour Richtung Jagat. Dieser führt uns durch eine wunderbare Fluss- und Schluchtenlandschaft. Ist weiterhin alles relativ grün und warm. Hängebrücken sind natürlich auch wieder dabei, unvermeidlich bei dieser Tour. Wer damit Probleme hat, sollte lieber die Finger von dieser Tour lassen. Die Anforderungen für das Trekking grundsätzlicher Art sind, im Prinzip haben wir fast immer einfache Wanderwege, stellenweise vielleicht mal ausgesetzt, also ein bisschen Trittsicherheit sollte man mitbringen. Aber wer normalerweise 7-8 Stunden am Stück laufen kann, was auch für diese Tour ja unabdingbar ist, der bringt das ohnehin normalerweise ja mit. Schließlich erreichen wir in Jagat nun auch die Manaslu Conservation Area. Zum Auftakt des dritten Tages kleiner Einblick in die lokalen Produkte. Zunächst ein bisschen scharfes Zeugs hier in roter Form, aber auch mal ein kleiner Kübel Mais steht gerne mal am Wegesrand. Die Feldpflege der Mulis konnten wir hier beobachten. Was jetzt aber charakteristisch für diesen Tag wurde, war diese Gebetsfahnen, die man erkennt. Wir kommen nach und nach immer mehr in buddhistisches Gebiet. Zunächst ging es ja durch hauptsächlich hinduistisch geprägte Regionen, was ja auch den Hauptanteil der Religion in Nepal ausmacht, mit etwa 80%. Den Abzweig, den wir vorhin schon mal genannt hatten, zum Tsum Valley haben wir hier mit einer kleinen Karte, wo man sieht, dass man nach rechts ins Tsum Valley abbiegt, aber wir folgen weiter Richtung Nordwesten, Richtung Lakhi Pass. Der Rest des Tages war geprägt von einer wieder mal engeren Schlucht, bis wir dann schlussendlich am Endpunkt Deng ankamen.
Am Ende noch ein kurzer Einblick in die Küche, der natürlich ein bisschen verwackelt war, was dem ausgehungerten Zustand des Fotografen zuzuschreiben war. Tag 4 führt nun weiter bergauf Richtung Namrung, was dann auf 2650 Meter liegt. Gebucht habe ich meine Reise komplett über Hauser-Exkursion. Das hat soweit auch super geklappt alles. Kein Problem war auch die Verlängerung um eine Woche, bei der ich individuell unterwegs war. Hierfür waren die Tage, die ich in Pokhara verbracht habe, besonders empfehlenswert. Gerade nach dem anstrengenden Trekking. Super Ort zum Ausruhen, Entspannen und ein bisschen den Blick auf die Bergwelt genießen. Man hat da super Aussichtspunkte Richtung der 8000er, Dhaulagiri, Annapurna und Manaslu. Daneben ein See auf rund 800 Meter, also auch ganz angenehme Temperaturen dort. Tag 5 wird nun langsam richtig monumental. Wir haben Samagaon als Tagesziel, Hochtal auf 3400 Meter, direkt unterhalb des Manaslu. Unterwegs schon die ersten Blicke auf den Gipfel, 8163 Meter, achthöchster Berg der Erde. Im aktuellen Standort auf gut 3000 Meter macht das über 5000 Meter Höhenunterschied. Dazwischen geht es noch durch wunderbare Nadelwälder, die dann von den zotteligen Yaks hier bewacht werden. Abschließend aber in unserer Unterkunft famoser Blick hier auf den Gipfel. Tagesabschluss Knoblauchsuppe mit Popcorn, einwandfrei. Tag 6, ein absoluter Highlight-Tag der gesamten Tour. Pause mit Akklimatisierung in Samagaon und Tagestour zur Pungen Gompa. Hier sind wir dann in einer atemberaubenden Hochebene mit Blick direkt auf den Manaslu. Die Höhenunterschiede sind 4000 Meter zum Gipfel, aber in der Strecke sind wir auch nur etwa 7000 Meter entfernt davon. Dabei gibt es fantastische Einblicke in die Gletscherwelt, aber auch mal die eine oder andere Lawine, die sich da in den eisigen Weiten abspielt. Der Rundumblick ist ein wunderbares Panorama mit einem weiteren 7000er, Peak 29, 7871 Meter, direkt unterhalb von unserem markanten Manaslu-Gipfel hier. Absolut fantastischer Tag heute mit super Wetter und gigantischen Ausblicken. Abends dann wieder zurück in Samagaon, bevor es dann auch wieder weiter Richtung Laki Pass geht. Tag 7 beginnt hier mit einem entgegenkommenden Baumaterialtransport. Auf geht's nach Samjo, eine Halbtagestour. Der Ort wurde von tibetanischen Flüchtlingen gegründet und wir haben hier oberhalb des Ortes den Blick Richtung einen Pass, der da direkt nach Tibet führt. Hier nun rechter Hand weg. Unsere Tour führt dann aber später links ab in Richtung dem Laki Pass. Nach der Halbtagestour lässt sich am Nachmittag natürlich noch zusätzlich mal wieder die Beine vertreten. Frei nach unserem Motto Go High, Sleep Low. Natürlich noch mal ein paar Höhenmeter machen. Auch einen atemberaubenden Blick in die Hochgebirgslandschaft, in den Gletschertal, wo der Gletscher wie sonst in unserer Bergwelt heutzutage auch schon lange nicht mehr so weit reicht wie ehemals. Aber toller Blick hier in das typische U-Tal. Wetter wurde dann auch nicht mehr so prächtig. Man sieht, Wolken ziehen auf, verdammt windig. Aber ja, kann nicht immer alles perfekt sein. Die zotteligen Yaks sind auch noch hier dabei. Hier sieht man auch, dass sie für den ordentlichen Brennstoff sorgen, den wir bei den Temperaturen brauchen. Ein bisschen Schnee ist an dem Tag auch gefallen. Also die Temperaturen sind hier dann schnell mal im Bereich von plus minus 0. Nachts dann sowieso. Die sanitären Einrichtungen unserer Unterkunft sehen so aus. Wir waren in der Tibetan Twin Hotel Lodge mit folgendem Essensraum, Aufenthaltsraum, wurde auch in Etappen gegessen, also so viel Platz ist hier auch nicht mehr vorhanden auf der Höhe. Hier die Eingänge zu unseren Zimmern mit dem Daunenschlafsack in der Ecke, den man bei den Temperaturen bei 0 nachts auch braucht.
Den höchsten Übernachtungspunkt erreichen wir an Tag 8 in Dharamsala auf 4450 Meter nun. Auch an diesem Tag eine Halbtagesetappe, die uns Freiraum lässt, am Nachmittag noch ein paar Höhenmeter über der Nächtigungsstätte zu sammeln, was dann auch der Akklimatisierung wieder weiter dienlich war. Das Ganze bei bestem Wetter wieder heute, mit den Blicken hier in diese ehemaligen Gletscherwelten, auch überragend auf jeden Fall. Gespeist wurde hier links in der Hütte. Bei relativ kühlen Temperaturen sieht man hier auch an der Bekleidung der einzelnen Leute. Mal ein Blick in die Speisekarte, in jeder Unterkunft ähnlich. Absolute Highlights hier natürlich Knoblauch Omelette und Knoblauchsuppe. Sehr gesund. Genächtigt wurde hier in dem kleinen, stinkenden, kalten, engen Kapuff. Unsere Königsetappe mit der viel erwarteten Passüberschreitung startet nun an Tag 9, zeitig um 6 Uhr morgens. Vor dem Pass hier nochmal ein kleines Kiosk zum Einkaufen, falls gewünscht. Die 750 Meter Anstieg zum Pass absolvieren wir in gut 3 Stunden, sodass wir die 5106 Meter hohe Passhöhe um etwa 9 Uhr erreichen. Wow, 5106 Meter, absolut gipfelschluckwürdig. Heute lecker nepalesischer Whisky namens Signature. Zum Wohl. Ordentlich windig ist natürlich auf der Passhöhe. Im obligatorischen Rundumvideo haben wir hier zunächst der Blick Richtung Osten, die Richtung unseres Aufstiegs. Im Süden thront das Manaslu-Massiv. Der Gipfel selbst ist von dieser Stelle nicht ersichtlich. Dafür haben wir nördlich des Passes einen kleinen Gipfel mit 6500 Meter im Blick. Weiter führt die Route Richtung Westen mit Blick auf das Annapurna-Massiv. Annapurna, 10. höchster Berg der Erde mit 8091 Meter. Weiterhin natürlich tolle Gletscherlandschaften im Blick, die die Schmerzen des Abstieges von 1400 Meter bis Bintang etwas erträglicher gestalten. Die dortige Lodge hat auch ein bisschen wieder ein höheres Niveau an Ausstattung, ein bisschen gemütlicher wie die vorherigen Unterkünfte. Der abendliche Schnaps, der Rum, Cookie Rum, sehr beliebt, lässt auch die Schmerzen des Abstiegs vergessen. Tag 10 gibt mit über 2000 Meter im Abstieg nochmal ordentlich was auf die Knie. Gleichzeitig haben wir aber nochmal überragende Ausblicke auf die Westabstürze des Manaslu-Gipfels. Alles wird ein bisschen grüner und damit natürlich auch wärmer. Am Zielort in Tarapani stoßen wir auf den Annapurna-Trek, ähnliches Konzept wie die Manaslu-Runde, Umrundung eines 8000ers. Die Annapurna-Runde ist sicher die bekanntere, damit auch besser ausgebaute, mit höheren Standard in den Lodges. Dafür ist die Manaslu-Runde sicher die ursprünglichere. Auf der folgenden Karte nochmal der Wegabschnitt von heute, von Bintang bis Tarapani dargestellt. Auf geht's am letzten Tag nochmal in Richtung eines Ortes namens Jagat. Eine wunderbare Schluchtenlandschaft nochmal zum Abschluss. Und dann haben wir es auch schon geschafft, unser Trekking. Nach 11 Tagen mit über 70 Gehstunden und rund 8000 Metern im Auf- und Abstieg. Anstrengende Tour, aber auch einzigartig, wunderschön und absolut imposant, was der Himalaya da bietet. Das war's auch schon mit unserer Umrundung des Manaslu. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hinterlasst gerne eure Kommentare, abonniert den Channel. In diesem Sinne, habt Spaß und seid freundlich miteinander.